Dass Freizeitparks extrem kreative Unternehmen sind, sieht man nicht nur an den Attraktionen, Shows und der Gestaltung. Gewissermaßen sind sie auch immer wieder zur Kreativität gezwungen, aufgrund von verschiedenen Herausforderungen wie der Geländebeschaffenheit oder behördliche Auflagen zu Höhe- und Naturschutz. Natürlich ist auch das Budget nicht unendlich, was sicherlich auch zur Kreativität beiträgt. Besonders in der Vermarktung und im Eventbereich hat so mancher Park in der Vergangenheit richtig schräge, lustige oder einfach nur bizarre Aktionen veranstaltet, um für Aufsehen zu sorgen. Kommt mit auf einen Streifzug durch die Vergangenheit, bei dem wir die 7 lustigsten, weirdesten und kuriosesten Aktionen von Freizeitparks im Ranking runterzählen. Und damit herzlich willkommen zu Theme Park Details and Stories. Wenn du magst, was du hier siehst, abonniere doch gerne den Kanal, lasse ein Like oder einen Kommentar hier. Nummer 7. Der Europapark veranstaltete über viele Jahre hinweg eine besondere Nikolaus-Aktion, die großen Anklang bei den Besuchern fand. Jedes Jahr rund um den 6. Dezember lud der Park Gäste dazu ein, sich als Nikolaus zu verkleiden, in klassischem roten Mantel, Bart und Mütze. Wer so in voller Nikolausmontur vor dem Haupteingang erschien, erhielt für diesen Tag als kleines Dankeschön freien Eintritt in den Europapark. Im Jahr 2006 waren das beispielsweise 10.128 Weihnachtsmänner, sodass man damit einen Weltrekord für das größte Nikolaustreffen aufstellte. Die Aktion wurde über Jahre hinweg weitergeführt. Zwar gab es dabei keinen komplett freien Eintritt mehr in den Europapark, aber es gab zumindest eine Ermäßigung für die Nikoläuse. Die Aktion sorgte stets für ein buntes Bild vor den Toren des Parks. Hunderte von Nikoläusen, groß und klein, versammelten sich vor dem Park und sorgten für eine festliche Stimmung. Nummer 6. Wir gehen in den Norden, in den Heidepark. In den Jahren 2011 und 2012 fand dort eine ungewöhnliche und teilweise umstrittene Aktion statt. Sitzenbleiben für Sitzenbleiber. Mit dieser Aktion wollte der Heidepark allen Schülerinnen und Schülern die Sommerferien verschönern, die das Schuljahr 2011 oder 2012 leider nicht erfolgreich beendeten. Alle Schülerinnen und Schüler, die eine Klasse wiederholen mussten und während der Sommerferien eine Zeugniskopie im Service Center vorlegten, erhielten ein VIP-Bändchen und durften damit in den Attraktionen mehrere Runden drehen. Laut Heidepark diente die Aktion nicht als Belohnung für schlechte Leistungen, sondern als Motivationsschub. Laut des damaligen Geschäftsführers sei eine Ehrenrunde in der Schule schon schlimm genug. Ganz im Gegenteil zu einer Ehrenrunde im Heidepark. Ob die Aktion nun gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall erhält sie Einzug in dieses Ranking. Nummer 5.
Der Holiday Park war vor der Übernahme der Plopsa Group ein Meister von kuriosen Marketingaktionen. Seien es Weltrekorde im Achterbahn-Dauerfahren, das Achterbahn-Angst-Seminar oder kostenloser Eintritt für alle, die morgens um 5 Uhr vor dem Eingang stehen, um die Umbenennung der Expedition GeForce zu zelebrieren. Eine weitere Medienstory ereignete sich im Jahr 2005, als bekannt gegeben wurde, dass die Expedition GeForce um exakt 12 Meter in nordöstliche Richtung versetzt wird. Der Grund dafür: Parkdirektor Wolfgang Schneider hat nach einem 3-wöchigen Aufenthalt über die Weihnachtstage in einem zentralchinesischen Kloster Kontakt zur Lehre des Feng Shui in wirklich eindrucksvoller Weise erhalten. Demnach sollte die Expedition GeForce neu und nach Feng Shui ausgerichtet werden. Und das für 3 Millionen Euro. Die ganze Verrückungsaktion sollte am 1. April 2005 stattfinden. Und jeder Besucher, der als Mönch verkleidet am Park erschienen ist, erhielt freien Eintritt. Ihr merkt schon am Datum, alles handelte sich um einen großen Aprilscherz. Die Bahn steht noch heute an derselben Stelle und nichts an der Bahn wurde verrückt. Das einzig Wahre an der Geschichte war, dass wirklich alle Gäste, die in Mönchskutten vor dem Eingang erschienen sind, freien Eintritt erhalten haben. Nummer 4. Seit eh und je gibt es eine lustige Rivalität zwischen Deutschland und den Niederlanden, wenn es um Fußball geht. Diese hat sich Walibi Holland für eine Aktion während der EM 2012 zunutze gemacht. Der Park gewährte in dieser Zeit deutschen Staatsbürgern freien Eintritt, wenn sie an einem Tag, an dem Deutschland gegen die Niederlande spielte, in oranjefarben den Park besuchten. Man musste mit mindestens 3 orangefarbenen Accessoires oder Kleidungsteilen vor dem Eingang erscheinen, dort den deutschen Personalausweis vorzeigen und erhielt dann kostenfreien Eintritt. Nummer 3. Wer Tripsdrill kennt, weiß, der Park blickt auf eine langjährige Geschichte und Tradition zurück. Alles begann im Jahr 1929 mit der sagenumwobenen Altweibermühle, in der alte Frauen wieder jung gemahlen werden. Die verjüngende Zauberei findet bis heute in Form von einer spaßigen Rutschpartie statt. Angeblich wurden früher die Frauen mit Schubkarren zu dieser Zaubermühle gebracht. Um diese Tradition zu ehren, fand über viele Jahre hinweg ein echtes Highlight in Tripsdrill statt: das traditionelle Schubkarrenrennen. Hier ging es nicht nur um Geschwindigkeit alleine, Spaß, verrückte Kostüme und ein bisschen Geschick standen im Vordergrund. Es ging darum, möglichst schnell einen Parcours mit der Dame auf der Schubkarre zu umfahren, dann die Treppen der Mühle hochzurennen und dann wieder hinunter zu rutschen. Viele Paare haben dabei noch mit verschiedenen Kostümen die Verjüngung dargestellt. Ein riesiger Spaß für die Teilnehmer und die Zuschauer zugleich.
Nummer 2. Im Jahr 2018 bekam das Phantasialand den Park Scout Publikums Award für den besten Freizeitpark in Deutschland verliehen. Diesen Anlass wandelte der Park in eine große Marketingaktion um und nannte sich fortan Deutschlands bester Freizeitpark. Doch das Phantasialand war damit nicht alleine. So hatte der Europapark beispielsweise seit einigen Jahren den Golden Ticket Award von einer amerikanischen Fachjury erhalten. Somit nannte sich der Europapark in diesem Jahr Bester Freizeitpark der Welt. Frips Drill hatte den European Star Award erhalten. Und guess what? Was war wohl die Werbebotschaft in diesem Jahr? Richtig, bester Freizeitpark in Europa. Und dann war da noch Efteling. Auch dort stand in diesem Jahr eine Superlative in der deutschen Vermarktung im Vordergrund. Zwar sprach man dort nicht vom besten, dafür aber vom größten Freizeitpark in Holland. Vor allem die Freizeitpark-Fans fühlten sich von den verschiedenen Werbebotschaften getriggert und es entbrannten hitzige Diskussionen in den sozialen Medien und bei den Fantreffen, was denn nun der beste Freizeitpark ist. Doch was war nun das Outcome? Am Ende muss man, glaube ich, sagen, alle diese Parks sind top. Jeder hat seine eigenen Stärken, eigene Identität und kann sich beruhigt als sehr, sehr guten Freizeitpark bezeichnen. Die Werbeaktionen waren am Ende für jeden der Parks erfolgreich. Und wer nun am Ende der Beste ist, ist an dieser Stelle nur noch Geschmackssache eines jeden einzelnen Besuchers. Und ein Jahr später wurde es auch schon viel, viel ruhiger um das ganze Thema. Nummer 1. Und nun noch eine ziemlich verrückte Aktion aus den USA. Das Jahr 2012 war ein Schaltjahr. Aus diesem Anlass schenkten Walt Disney World und Disneyland in Anaheim seinen Besuchern einen zusätzlichen Besuchstag. Genauer gesagt, einen sehr langen Besuchstag. Denn an diesem 29. Februar 2012 hatten das Magic Kingdom und das Disneyland ganze 24 Stunden geöffnet. Das Event hieß passenderweise One More Disney Day. Die Parks öffneten jeweils morgens um 6 Uhr und hatten bis zum Folgetag um 6 Uhr morgens geöffnet. Richtig crazy. Und eigentlich das Allerverrückteste daran ist, dass die Parks nach ihrer Schließung um 6 Uhr morgens dann wieder nach 3 Stunden Pause um 9 Uhr regulär öffneten, um am 1. März wieder ganz normal für die Besucher da zu sein. Der Tag war eine operative Meisterleistung. Es fanden in der Nacht mehrere Lichterparaden und Feuerwerke statt. Die Attraktionen hatten im Wechsel für regelmäßige Wartungsintervalle geschlossen und es war dauerhaft Entertainment präsent. Alles war natürlich standesgemäß für diesen Tag in Szene gesetzt. Beispielsweise begrüßten Mickey und Minnie die Gäste morgens um 6 Uhr im Schlafanzug und brachten sie am nächsten Morgen auch wieder im Schlafanzug ins Bett. Es gab angeblich wirklich Gäste, die tatsächlich volle 24 Stunden in den Parks unterwegs waren.
Eine völlig verrückte Aktion, die es wahrscheinlich nur in der USA und auch nur bei Disney in dieser Form geben kann. Und damit sind wir am Ende angekommen. Das waren die 7 verrücktesten, skurrilsten oder komischsten Events und Aktionen von Freizeitparks, die mir in den Sinn gekommen sind. Fällt dir auch noch die ein oder andere skurrile Aktion oder komische Veranstaltung von einem Freizeitpark ein? Dann lass es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. In diesem Sinne, viel Spaß in den Freizeitparks dieser Welt oder auf einer weirden Veranstaltung in einem Freizeitpark dieser Welt und haltet die Augen offen.